Glaub nicht, was sie versprechen. Schau, wie sie abgestimmt haben. Heute beschäftigen wir uns mit Katharina Reiche. Im März 2007 hat Katharina Reiche im Bundestag eine Hand gehoben. Sie hat nicht gesagt, Reiche zahlen mehr. Sie hat gesagt, Arme arbeiten länger. Das sind zwei Diebstähle. Diebstahl an Lebenszeit und Diebstahl an der Unversehrtheit deines Körpers. Frag dich eines, wenn alle Menschen länger leben, warum müssen nur die länger arbeiten, die schon kaputt sind? Warum nicht die Banker? Warum nicht die Politiker? Die leben am längsten. Sie müssen am längsten arbeiten, während die Putzfrau mit 65 nicht mehr kann. Das ist nicht Logik. Das ist Klassenkampf. Nur, dass die einen kämpfen und die anderen entscheiden. Im 19. Jahrhundert haben Fabrikbesitzer entschieden, wie lange Arbeiter schuften, bis sie umfielen und dann wurden sie ersetzt. Heute entscheidet Reichel, wie lange Pflegerinnen schuften, bis sie umfallen. Damals nannte man es Ausbeutung, heute nennt man es Reformen. Es gab Alternativen. Vermögensteuer für die Reichsten, Erbschaftssteuer für die ganz Großen, Mindestrente, damit niemand im Alter Pfandflaschen sammelt. Reiche hat für keine dieser Lösungen gestimmt. Bei der Erbschaftssteuer ist sie sogar einfach nicht hingegangen. Sie hat sich enthalten. Sie hat zugesehen, wie das Erbe der Reichsten verschont bleibt. Und merkt ihr das? Reichel hat in ihrer Karriere gegen vieles gestimmt, gegen die Frauenquote, gegen die Ehe für alle. Aber eine Sache hat sie immer gemacht. Sie hat alle Gesetze unterstützt, die den Reichen zugute gekommen sind. Du kennst das Gesetz Rente mit 67. Du kennst es vielleicht, weil deine Mutter mit 65 nicht mehr kann, aber muss. Weil dein Vater im Kreuz nichts mehr hat, aber bis zur Türschwelle des Rentenamtes kriechen soll. Weil du selbst, wenn du das hier siehst, vielleicht schon weißt, ich schaffe das nicht. Reichel war damals 33 Jahre alt. Sie saß im warmen Reichstagsgebäude. Sie hat noch nie ein Krankenhaus von außen gewuchtet. Sie hat noch nie einen 80-Kilo-Patienten alleine auf die Toilette gehoben. Sie hat noch nie um 3 Uhr morgens ein Brötchen geknetet. Aber sie hat entschieden, dass die Frau, die das tut, das 2 Jahre länger tun soll. Diese 2 Jahre, das sind nicht 2 Jahre Büro, das sind 2 Jahre Schmerzen. 2 Jahre, in denen dein Rücken weiter kaputt geht. 2 Jahre, in denen dein Knie aufgibt. 2 Jahre, in denen du krank bist, aber arbeiten musst. Sonst gibt es die volle Rente nicht. Und Reichel ist heute 52. Sie war Staatssekretärin. Sie verdiente als Bundestagsabgeordnete im Monat mehr als eine Pflegerin im Jahr. Sie wird mit 67 nicht aufhören müssen. Sie wird nicht aufhören, weil sie ihre Arbeit aus Reden besteht, aus Sitzen, aus Händeschütteln. Das geht bis 80, das geht bis 90. Aber dein Job geht nur, bis dein Körper ausbricht. Und genau dann sagt Reichel, mach weiter, noch 2 Jahre, sonst gibt es die volle Rente nicht. Das war 2007, heute 2026 sind die Konsequenzen sichtbar. Die Krankenschwester ist krank, der Bauarbeiter ist arbeitsunfähig, die Erzieherin geht mit 65 in Frührente und kriegt 200 € weniger im Monat bis zum Lebensende, wegen Reichels Hand im März 2007. Und der Skandal? Sie hat es nie bereut. In keinem Interview seit 2007 hat sie gesagt, wir hätten das anders machen müssen. Sie steht dazu bis heute. Das war damals, jetzt das, was niemand mehr weiß. Die Frage ist nicht, ob Rente mit 67 nötig war. Die Frage ist, wer hat entschieden und für wen? Reichel hat ihre Hand gehoben. Du arbeitest jetzt 2 Jahre länger. Sie sitzt jetzt noch im Bundestag.
Die Rechnung ist einfach. Es ist nicht deine.